Morgen, schön, dass du wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich bist. Ja, heute möchte ich mich in eine Berglandschaft einfinden und werde die mit der Kohle vorskizzieren, die kennst du schon. Und ich habe hier Farben mir hingelegt, Farbreste und diese Werkzeuge, die kennst du bereits. Also die lege ich mir hier hin, ich weiß noch nicht, ob ich sie gebrauche. So, als erstes nehme ich die Kohle zum Vorzeichnen und ja, damit mache ich ja gleichzeitig auch meine Bildaufteilung und denke mich so in mein Thema hinein. Also Berge, eine Berglandschaft möchte ich heute machen und freue mich drauf. Und im Prinzip kann ich ja hier auch das Meer einfach mit einbauen. Also eine Meerlandschaft, Berge und in den Himmel möchte ich da oben. Der Himmel, ich möchte das hier so rüberfließen lassen. Ja, ich fange erstmal mit einem Farbton an. Mal gucken. Ja, wie bringe ich den darauf? Na klar, einfach locker machen. Wenn der Start so locker ist, dann bleibt das auch so. Also zumindest wünsche ich mir das. Ich gucke einfach, was kommt und ja, was so entsteht. Jetzt lasse ich das erstmal auf mich wirken und mache mal den Himmel. Da sind einige daneben gegangen. Und ja, es ist halt so, das macht nichts. Das macht gerade auch locker, wenn da Blau auch jetzt in den Bergen hineinkommt, dann ja, inspiriert das einfach zu Neuem. Der Himmel jetzt auch klar, also noch den unteren Teil. Da brauche ich jetzt schwarz. Moment, hatte ich vergessen. Also mit schwarz fange ich jetzt hier unten den Boden ein. Hau das nicht drauf, weil die Farbe nicht flüssig genug gerade ist. Also jetzt hier unten ein Meer. Warum nicht? Da kommt jetzt das Meer hin, tiefes Blau und ja, das passt doch. Also eine Insel vielleicht oder das Festland vom Meer aus betrachtet. Das ist eine schöne Idee, glaube ich. Das passt auch wieder. Jetzt überlege ich, wo ich die Berge hin nochmal betone. Also nicht, ja, vielleicht ein bisschen weiter hier setze ich mal einfach einen Berg hin. So eine Mischung aus dem, was man mal gesehen hat und dem, was so die eigene innere Welt so sagt. Das ist so das, was ich hier heute, glaube ich, umsetzen will. Denn Berglandschaften plastisch zu malen ist jetzt nicht so meins, aber so abstrakt finde ich gut.
ich liebe auch diese Pinselspuren. Also die kann ich auch lassen, das gefällt mir gut. So, dann mache ich mich mal an das Meer. Und hier ist ja noch so eine Stelle offen. Woran erinnert mich das jetzt? Du müsstest es wissen. Zack. Das kennst du, oder? Also ist doch gut, dass wir das andere Bild schon gemacht haben. Das abstrakte Ozeanwerk. Hier noch einen kleinen Ort hinsetzen, also irgendeine Stadt hier. Und ja, das Werkzeug, das kennst du auch. Das ist oft in so Sets drin. Das ist eben etwas kleiner, das Malmesser. Ich schreibe dir auch wieder alle Sachen unter das Video, da schau einfach rein. Diese Paletten zum Mischen der Farbe eignen sich gut, finde ich. Du kannst halt irgendwas nehmen, was du da hast, oder auf deinem Werkzeug oder auf einer Glasscheibe. Da guck einfach, was du da hast. Das war eine schöne Malreise und ja, es hat mir einfach Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Für mich war es dann doch noch mal so, als würde ich wieder auf meine Insel gehen oder die Insel und beziehungsweise von ihr wegzufahren, denn als ich das Meer gemalt hatte, tauchte so der Gedanke auf, wo ich auf dieser Fähre stand und mich entfernt habe. Das war interessant, dieser Anblick der Insel und des Meeres. Ja, ob in Berge oder in Meer, du kannst alles ganz unterschiedlich und
anders darstellen eben. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Kontrastreich arbeiten. Ich denke, das würde heute auch ganz gut zu dem Thema hier passen, was ich gemacht habe. Und da kannst du nochmal auf Seite 27 gucken. Das finde ich passt ganz gut zu dem Bild. Also viel Spaß beim Malen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ihr hier so eine tolle Gemeinschaft bildet, auch selbstständig in den Kommentaren und euch begrüßt und auch was drunter schreibt bei dem anderen oder ja, euch auch im Chat trefft. Das finde ich wunderbar. Es ist absolut genial, finde ich. Und vielen, vielen Dank dafür. Danke für die Spenden. Vielen, vielen Dank. Das unterstützt mich. Genauso wie euer Kommentar, genauso wie euer Like, genauso wie euer Abo. Damit können immer wieder neue Videos auch entstehen. Also Dankeschön und habt einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.